Lektion 1: Übungstechniken. Hast du in letzter Zeit versucht zu schwimmen? Es ist ein großartiges Training. Ich renne lieber. Es ist effizienter für Cardio. Stimmt, aber Schwimmen trainiert den ganzen Körper. Ich nehme an, aber Laufen ist einfacher und bequemer. Faires Argument. Was ist mit Rudern? Das beansprucht auch die Muskeln. Ich habe keinen Zugang zu einem Boot. Schnelles Gehen könnte auch funktionieren. Gute Idee. Schnelles Gehen ist eine einfache Übung mit geringer Belastung. Exakt. Der Schlüssel liegt darin, ein Training zu finden, das Ihnen Spaß macht und das Sie aufrechterhalten können. Einverstanden. Abwechslung ist wichtig, um Bewegung interessant zu halten. Lektion 2: Monarchien, England und seine ehemaligen Kolonien. Haben Sie die Nachrichten über Monarchien auf der ganzen Welt verfolgt? Ja, es ist ziemlich faszinierend, besonders wenn es um England und seine ehemaligen Kolonien geht. Absolut. Der nachhaltige Einfluss des britischen Empire ist immer noch vielerorts zu spüren. Das ist wahr. Wie wäre es, wenn wir einige der wichtigsten Erkenntnisse zu diesem Thema besprechen? Klar, das würde ich gerne tun. Zum Beispiel die Rolle der Monarchie in ehemaligen Kolonien. Interessant. Was sind Ihre Gedanken zur Entwicklung dieser Beziehungen im Laufe der Zeit? Nun, es war eine komplexe und oft turbulente Geschichte, aber es gab einige positive Entwicklungen. Ich verstehe. Können Sie näher erläutern, wie einige dieser ehemaligen Kolonien ihre Beziehungen zur Krone gestaltet haben? Ganz gewiss. Viele haben versucht, ihre eigenen nationalen Identitäten und politischen Systeme zu etablieren. Das macht Sinn. Es war eine faszinierende Reise der Entkolonialisierung und des Nationenaufbaus. Exakt. Es gibt so viel zu entpacken, wenn es um das Erbe des britischen Empire geht. Lektion 3: Unternehmerische Ambitionen, Eröffnung eines Cafés. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, ein eigenes Unternehmen zu gründen? In der Tat habe ich das getan. Ich spiele mit dem Gedanken, ein Café zu eröffnen. Das ist eine spannende Aussicht. Was hat Sie dazu inspiriert, das Kaffeegeschäft in Betracht zu ziehen? Nun, ich hatte schon immer eine Leidenschaft für gutes Essen und die Schaffung einer einladenden Atmosphäre. Das klingt nach einer großartigen Grundlage. Was für ein Café stellst du dir vor? Ich denke an ein gemütliches Café im Nachbarschaftsstil, bei dem der Schwerpunkt auf lokalen, hochwertigen Zutaten liegt. Klingt herrlich. Haben Sie angefangen, die Logistik und die Finanzen zu planen? Ja, ich recherchiere und erstelle einen Geschäftsplan. Es gibt viel zu beachten. Das kann ich mir vorstellen. Aber es ist toll, dass du dir die Zeit nimmst, es gründlich zu planen. Absolut. Ich möchte sicher gehen, dass ich ein solides Fundament habe, bevor ich den Sprung wage. Das ist ein kluger Ansatz. Ich bin mir sicher, dass Ihr Café eine wunderbare Bereicherung für die Community sein wird. Lektion 4: Besorgen Sie sich alles, was Sie für den Haushalt benötigen.
Ja, wir haben fast kein Spülmittel mehr. Das sollten wir auf die Einkaufsliste setzen. Tolle Idee. Lassen Sie uns eine umfassende Liste erstellen und bald in den Laden gehen. Einverstanden. Wir müssen auch ein paar andere Haushaltsgegenstände abholen. Auf jeden Fall. Papierhandtücher gehen zur Neige und ich glaube, wir haben kein Toilettenpapier mehr. Guter Fang. Und wir sollten uns vielleicht etwas Waschmittel holen, wenn wir schon dabei sind. Ausgezeichneter Punkt. Geht uns sonst noch etwas aus? Ich glaube, uns geht die Handseife im Badezimmer aus. Wir sollten den Vorrat auffüllen. Richtig, gute Entscheidung. Okay, lassen Sie uns die vollständige Liste zusammenstellen und sicherstellen, dass wir nichts vergessen. Klingt nach einem Plan. Auf diese Weise können wir alles, was wir brauchen, auf einer Reise bekommen. Lektion 5. Die Schönheit der Frühlingsblumen schätzen. Die Blumen beginnen zu blühen und es ist so ein herrlicher Anblick. Ich stimme zu, es ist einer der besten Teile des Frühlings. Mein Favorit sind die Tulpen. Ah ja, Tulpen sind einfach umwerfend. Die lebendigen Farben sind ein echter Hingucker. Absolut. Es ist so erfrischend, diese ersten Blüten zu sehen. Auf jeden Fall. Welche anderen Frühlingsblumen magst du besonders? Ich liebe auch die zarten Kirschblüten und die fröhlichen Narzissen. Exzellente Entscheidungen. Die Vielfalt der Frühlingsblumen ist wirklich ein Fest für die Sinne. In der Tat. Es ist so eine verjüngende Jahreszeit, findest du nicht? Vollständig. Die Ankunft der Frühlingsblumen hebt immer meine Stimmung. Lektion 6. Einblicke in das Influencer-Marketing. Hallo Anna, Influencer-Marketing ist ziemlich faszinierend, findest du nicht? Hallo John, absolut. Es ist zu einem wahren Wendepunkt in der Marketingwelt geworden. In der Tat. Die neuen Erkenntnisse und das Fachwissen von Influencern können das Engagement wirklich fördern. Exakt. Wie wäre es, wenn wir einige der neuesten Trends im Influencer-Marketing untersuchen? Das ist eine tolle Idee. Ich habe gehört, dass Mikroinfluencer heutzutage immer mehr an Bedeutung gewinnen. Faszinierend. Was sind Ihre Gedanken zur Effektivität von Influencer-Kampagnen? Nun, sie scheinen einen wahren Mehrwert zu bieten, wenn sie richtig gemacht werden. Authentizität ist der Schlüssel. Ich stimme zu. Marken müssen die richtige Passform zwischen ihren Produkten und den Influencern finden. Absolut. Es geht darum, die Glaubwürdigkeit und Fangemeinde des Influencers zu nutzen. Exakt. Influencer-Marketing ist sicherlich ein Bereich, den es wert ist, weiter erforscht zu werden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es gibt so viel Potenzial zu entdecken. Lektion 7. Eine neue Gelegenheit. Ich habe gehört, dass du eine neue Arbeitsmöglichkeit hast. Das ist unglaublich. Was führt dich her? Ja, ich freue mich sehr darüber. Es ist eine großartige Gelegenheit, sich einer neuen Herausforderung zu stellen.
Das ist wunderbar. Welche Art von Arbeit wirst du in dieser neuen Rolle machen? Es ist eine Marketingposition bei einem wachsenden Technologieunternehmen. Ich werde für die Entwicklung ihrer Social-Media-Strategie verantwortlich sein. Wow, das klingt genau das Richtige für dich. Ihre Erfahrung wird perfekt passen. Das glaube ich auch. Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten in einer neuen Umgebung unter Beweis zu stellen. Ich bin mir sicher, dass du in einer solchen Rolle erfolgreich sein wirst. Es ist eine großartige Gelegenheit, ihre Talente unter Beweis zu stellen. Absolut. Ich freue mich darauf, loszulegen und zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Das ist fantastisch. Wann treten Sie offiziell Ihre neue Position an? Ich fange nächste Woche an. Ich kann es kaum erwarten, einzutauchen und den Stein ins Rollen zu bringen. Nun, herzlichen Glückwunsch zu dem neuen Job. Ich weiß, dass du hervorragende Arbeit leisten wirst. Vielen Dank, ich schätze Ihre Unterstützung sehr. Es bedeutet mir viel, Freunde zu haben, die mich anfeuern. Natürlich sind Freunde dafür da. Ich freue mich darauf, mehr über dein neues Unterfangen zu erfahren. Ich werde Sie auf jeden Fall darüber auf dem Laufenden halten, wie alles läuft. Es ist ein neues Kapitel und ich bin bereit für die Herausforderung. Ich habe keinen Zweifel, dass du es vernichten wirst. Viel Glück mit der neuen Rolle. Lektion 8: Stetiger Fortschritt. Ich habe gehört, dass du in letzter Zeit ins Fitnessstudio gehst. Für dich ist es herausfordernd, aber lohnend, nicht wahr? Ja, es war ein langer Weg, aber ich sehe langsam die Ergebnisse. Das ist toll zu hören. Welche Fortschritte hast du mit deinem Training gemacht? Nun, ich habe das Gewicht schrittweise erhöht und Verbesserungen meiner Kraft festgestellt. Das ist wunderbar. Konsequente Anstrengung und Geduld sind entscheidend, wenn es um Fitnessziele geht. Absolut. Es ist nicht immer einfach, aber das Gefühl, etwas erreicht zu haben, macht es lohnenswert. Das kann ich mir vorstellen. Der Aufbau dieser Ausdauer und Muskeln erfordert Zeit und Hingabe. In der Tat. Für mich ging es darum, mich jedes Mal ein bisschen weiter zu pushen. Das ist ein fantastischer Ansatz. Langsame und stetige Fortschritte können zu beeindruckenden Ergebnissen führen. Exakt. Ich beeile mich nicht, aber ich sehe definitiv die Vorteile meiner harten Arbeit. Ich bin mir sicher, dass Sie sich mit jeder Woche stärker und selbstbewusster fühlen. Auf jeden Fall. Es war eine wirklich ermutigende Erfahrung, sowohl physisch als auch mental. Ich freue mich, das zu hören. Bei Fitness geht es um so viel mehr als nur um den körperlichen Aspekt. Absolut. Es war eine ganzheitliche Reise der Selbstverbesserung und des persönlichen Wachstums. Das ist wunderbar. Machen Sie weiter so und ich bin mir sicher, dass Sie Ihre Ziele weiterhin übertreffen werden. Lektion 9: Der vielseitige Oreo. Ist Ihnen aufgefallen, wie Oreos sowohl in Amerika als auch auf der ganzen Welt zu einem vielseitigen Leckerbissen geworden sind? Ja, es ist ziemlich interessant, wie sich dieses klassische Cookie weiterentwickelt und neue Verwendungszwecke gefunden hat. Absolut. Oreos sind nicht mehr nur ein Snack, sie sind zu einer Zutat in allen möglichen Rezepten geworden.
Das ist wahr. Ich habe Oreos gesehen, die in allem verwendet werden, von Milchshakes und Kuchen bis hin zu Eiscreme und sogar Tortenkrusten. Exakt. Es ist erstaunlich, wie dieser einfache Keks zu einem Grundnahrungsmittel in so vielen verschiedenen Desserts geworden ist. Es zeigt nur die Kraft der Vielseitigkeit. Oreos haben es geschafft, ihre ursprüngliche Form zu überschreiten. Auf jeden Fall. Sie sind zu einer wahren Ikone geworden, nicht nur zu einem eigenständigen Leckerbissen. Ich stimme zu. Oreos sind zu einem beliebten Bestandteil der amerikanischen und globalen Esskultur geworden. Absolut. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich ein bescheidener Cookie weiterentwickeln und neue Anwendungen finden kann. Es ist ein Beweis für die Kreativität sowohl von Hausköchen als auch von Profiköchen. Auf jeden Fall. Oreos sind zu einer leeren Leinwand für kulinarische Innovationen geworden. In der Tat. Die Möglichkeiten mit Oreos scheinen endlos zu sein, und das ist Teil ihrer anhaltenden Anziehungskraft. Absolut. Oreos sind wirklich zu einer vielseitigen und ikonischen Zutat in der Welt der Lebensmittel geworden. Es ist erstaunlich, wie ein einfacher Keks die Fantasie so vieler Menschen auf der ganzen Welt anregen kann. Exakt. Oreos haben ihre Ursprünge überschritten und sind zu einem kulturellen Phänomen geworden. Lektion 10: Anfängerfreundliche Projekte. Was für ein Projekt würdest du als Anfänger jemandem wie mir empfehlen? Das ist eine gute Frage. Für Anfänger würde ich vorschlagen, mit etwas relativ Einfachem, aber dennoch Interessantem zu beginnen. Okay, das macht Sinn. Was für ein Projekt hatten Sie im Sinn? Eine Idee, die mir in den Sinn kommt, ist ein einfaches Projekt zur Entwicklung einer Website oder einer mobilen App. Interessant. Ich wollte schon immer mehr über Webentwicklung erfahren. Was würde das bedeuten? Für Anfänger könnten Sie mit der Erstellung einer einfachen persönlichen Website oder einer einfachen E-Commerce-Website beginnen. Das klingt nahbar. Welche Fähigkeiten bräuchte ich, um mit so etwas anzufangen? Nun, das Wesentliche wären HTML, CSS und ein bisschen JavaScript. Das sind die Kernbausteine der Webentwicklung. Ah, ich verstehe. Das scheint für einen Anfänger überschaubar. Gibt es noch andere Projektideen, die du empfehlen würdest? Eine andere Option könnte ein kleines Entwicklungsprojekt für Mobile Apps sein, das ein Framework wie React Native oder Flutter verwendet. Oh, das ist interessant. Ich habe viel über diese Frameworks gehört. Welche Art von App könnte ich als Anfänger erstellen? Etwas Einfaches wie eine To-Do-Liste oder eine Wetter-App wäre ein guter Ausgangspunkt. Sie werden dir helfen, die Grundlagen zu erlernen. Das klingt nach einer guten Balance zwischen Herausforderung und Erreichbarkeit. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie mir diese Vorschläge gemacht haben. Absolut. Für Anfänger ist es wichtig, mit Projekten zu beginnen, die überschaubar, aber dennoch ansprechend sind. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Ratschläge benötigen. Das werde ich. Vielen Dank. Ich freue mich darauf, in eines dieser Projekte einzutauchen und meine Fähigkeiten auszubauen. Fantastisch, ich bin sicher, du wirst es großartig machen. Denken Sie daran, Spaß an dem Prozess zu haben und haben Sie keine Angst vor Experimenten. Wird reichen.
Nochmals vielen Dank für die hilfreichen Empfehlungen. Ich bin bereit loszulegen. Lektion 11: Die Bäckerei in der Nähe bewundern. Das Aroma der Bäckerei ist einfach göttlich. Ich stimme zu, der Duft ist köstlich. Sollen wir vorbeischauen und uns ein Gebäck gönnen? Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Ich sehne mich nach etwas Süßem. Hervorragend. Mal sehen, welche köstlichen Optionen Sie haben. Ich bin sicher, wir werden etwas Unwiderstehliches finden. Du hast recht, lass uns Ihre Handarbeit bewundern. Ich liebe den Duft von frischen Backwaren. Ich auch, es ist wirklich ein Genuss für die Sinne. Lektion 12: Funkelnde Lichter am Haus. Die Lichter an Ihrem Haus sehen absolut umwerfend aus. Danke, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Der funkelnde Effekt ist faszinierend. Wir haben viel Mühe in das Display gesteckt. Es sieht auf jeden Fall aus. Das Haus sieht magisch aus. Ich freue mich, dass du die harte Arbeit zu schätzen weißt. Es ist eine wahre Freude, es von außen zu sehen. Wir wollten dieses Jahr für zusätzliche Freude sorgen. Nun, in dieser Hinsicht ist es Ihnen sicherlich gelungen. Lektion 13: Erkundung antiker Ruinen. Ich habe gehört, dass du kürzlich eine ereignisreiche Reise hattest. Ja, ich hatte die Gelegenheit, einige antike Ruinen zu erkunden. Das klingt faszinierend. Was hast du entdeckt? Ich bin auf einige wirklich bemerkenswerte Artefakte und Strukturen gestoßen. Ich kann mir die historische Bedeutung nur vorstellen. Es war eine wahre Fundgrube an Informationen. Ich würde gerne mehr über Ihre Ergebnisse erfahren. Die Ruinen enthüllten faszinierende Einblicke in die Vergangenheit. Das muss eine unglaubliche Erfahrung gewesen sein. Lektion 14: Empfehlungen für das Wochenende. Kann ich Ihnen heute noch mit etwas anderem weiterhelfen? Hast du eigentlich irgendwelche Empfehlungen für das Wochenende? Lass mich nachdenken. An welcher Art von Aktivität sind Sie interessiert? Ich bin offen für Vorschläge, vielleicht etwas Abenteuerliches oder Kulturelles. Nun, im Museum wird eine faszinierende Kunstausstellung eröffnet. Das klingt nach einer herrlichen Art, den Nachmittag zu verbringen. Alternativ gibt es einen Wanderweg mit herrlicher Aussicht. Die Natur klingt ansprechend, das muss ich berücksichtigen. Was auch immer du wählst, ich bin sicher, du wirst eine wundervolle Zeit haben. Lektion 15: Entschädigung bei Unfällen in Pinto. Ich habe die Nachrichten über den Pinto-Unfall verfolgt. Ja, es ist eine wirklich herzzerreißende Situation für die betroffenen Familien. Die Anstrengungen, die das Unternehmen unternommen hat, um sich der Verantwortung zu entziehen, sind entsetzlich. In der Tat ist der Mangel an Transparenz und die Missachtung des menschlichen Lebens wirklich beunruhigend. Ich hoffe, das Gerichtsurteil bietet den Opfern eine gewisse Form von Gerechtigkeit und Abschottung.
Absolut, diese Familien verdienen eine faire Entschädigung und Anerkennung ihres Verlustes. Es ist eine deutliche Erinnerung an die Bedeutung der Rechenschaftspflicht und Ethik von Unternehmen. Sie haben recht, dieser Fall unterstreicht die Notwendigkeit strengerer Vorschriften und Kontrollen. Hoffentlich dient es als Katalysator für bedeutende Veränderungen in der Branche. Lektion 16: Die verlorene Sprache der Inuit. Die Inuit sprachen vor der Neuzeit eine Sprache namens Inuktitut. Das wusste ich nicht. Was ist mit der Inuktitut-Sprache passiert? Die Inuit mussten sich anpassen, um das raue arktische Klima zu überleben, weshalb sich ihre Sprache im Laufe der Zeit weiterentwickelte. Das ist faszinierend. Wissen Sie, wie die Inuktitut-Sprache aussah? Nach dem, was ich gelesen habe, war es eine komplexe Sprache mit einem einzigartigen Wortschatz zur Beschreibung der natürlichen Welt. Es ist eine Schande, dass die Sprache verloren gegangen ist. Glaubst du, wir könnten es jemals wiederbeleben? Ich bin mir nicht sicher, aber es wäre ein interessantes Projekt, dieses kulturelle Erbe zu bewahren. Ich stimme zu. Es ist wichtig, gefährdete Sprachen zu dokumentieren, bevor sie vollständig verschwinden. Absolut. Vielleicht könnten wir uns Organisationen ansehen, die an der Wiederbelebung von Sprachen arbeiten. Lektion 17: Auf gute Nachrichten warten. Keine Sorge, ich bin mir sicher, dass die guten Nachrichten bald kommen werden. Das hoffe ich. Ich kann es kaum erwarten, aus dieser Situation herauszukommen. Ich verstehe. Es war eine schwierige Zeit, aber bleib positiv. Ich versuche es, aber es ist schwer, wenn so viel Unsicherheit herrscht. Ich weiß, aber versuche dich auf das zu konzentrieren, was du kontrollieren kannst. Du hast recht. Ich sollte einfach geduldig sein und dem Prozess vertrauen. Exakt. Ich bin zuversichtlich, dass die Dinge am Ende klappen werden. Ich weiß es zu schätzen, dass du versuchst, mich optimistisch zu halten. Dafür sind Freunde da. Das werden wir gemeinsam durchstehen. Lektion 18: Der perfekte Kauf. Ja, ich habe nach dem Perfekten gesucht, aber es ist schwer zu finden. Das kann ich mir vorstellen. Hattest du Glück bei deiner Suche? Noch nicht, aber ich bin fest entschlossen, den richtigen zu finden. Ich bin sicher, du wirst es irgendwann finden. Wonach genau suchst du? Nun, es muss bestimmte Funktionen haben und innerhalb meines Budgets liegen. Verständlich. Es ist wichtig, die richtige Balance zu finden. Exakt. Ich will keinen Vergleich eingehen, aber ich will auch nicht das Budget sprengen. Ich höre dich. Die Suche nach dem perfekten Kauf kann eine ziemliche Herausforderung sein. Erzähl mir davon. Aber ich gebe noch nicht auf. Lektion 19: Aufregende Reisepläne. Hallo, hast du angefangen, unsere Reise zu planen? Ja, ich habe darüber nachgedacht, die Flüge und Unterkünfte zu buchen. Hervorragend. Wo wollen wir hingehen? Ich habe ein paar verschiedene Optionen in Betracht gezogen, aber ich denke,
wir sollten uns für das Strandziel entscheiden. Klingt perfekt. Ich habe mich nach etwas Sonne und Entspannung gesehnt. Ich auch. Ich denke, es wird der ideale Kurzurlaub sein. Großartig. Wann denkst du, sollten wir planen zu gehen? Ich dachte, wir könnten in ein paar Monaten gehen, wenn das für dich funktioniert. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Packen anzufangen und wegzugehen. Lektion 20, den Moment genießen. So ein schöner Tag, findest du nicht? Absolut. Die Sonne scheint und das Wetter ist perfekt. Es ist die Art von Tag, der einfach deine Stimmung hebt. Exakt. Es ist wichtig, sich einen Moment Zeit zu nehmen und die kleinen Dinge zu schätzen. Könnte nicht mehr zustimmen. Wir sollten versuchen, das öfter zu tun. Auf jeden Fall. Das Leben kann so hektisch werden, aber Tage wie dieser erinnern uns daran, langsamer zu werden. Exakt. Machen wir das Beste aus diesem schönen Nachmittag. Einverstanden. Ich werde versuchen, präsenter und achtsamer zu sein. Klingt nach einem großartigen Plan. Sollen wir spazieren gehen und alles in uns aufnehmen? Absolut. Fühlt den Weg vor. Okay. Lass uns gehen. Lektion 21, schlechtes Wasserbecken. Der Boden des Death Valley Nationalpark in Kalifornien ist der tiefste Punkt im Westen der Vereinigten Staaten. Wirklich? Das wusste ich nicht. Wie hoch ist die Höhe dort? Es ist 282 Fuß unter dem Meeresspiegel. Wow, das ist unglaublich. Ich kann mir nicht vorstellen, so weit unter dem Meer zu sein. Ich auch nicht. Es muss sich sehr isoliert und abgelegen dort unten anfühlen. Ich wette, die Landschaft ist faszinierend. Warst du schon einmal im Death Valley? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit. Ich würde das einzigartige Terrain gerne besuchen und erkunden. Nun, wenn du gehst, achte darauf, viel Wasser einzupacken. Es ist einer der heißesten und trockensten Orte der Welt. Guter Rat. Daran werde ich mich erinnern. Das Death Valley klingt nach einem unglaublichen Naturwunder. Absolut. Es steht auf meiner Liste der Orte, die ich eines Tages besuchen sollte. Der Kontrast zwischen der niedrigen Höhe und den schroffen Bergen muss atemberaubend sein. Ich stimme zu. Es hat definitiv meine Neugier geweckt. Ich muss bald eine Reise dorthin planen. Lektion 22, verlorenes Gepäck. Hatten Sie eine Ahnung, wo dein Gepäck sein könnte? Nein, die Fluggesellschaft sagte, es sei fehl am Platz. Sie versuchen es zu finden, aber ich bin nicht sehr zuversichtlich. Das ist so frustrierend. Das Gepäck auf einer Reise zu verlieren ist das Schlimmste. Erzähl mir davon. Ich habe nur die Klamotten, die ich trage, und ich muss das Nötigste kaufen. Nun, zumindest kannst du es als Ausrede benutzen, um ein paar Einkäufe zu erledigen, während du hier bist. Ich schätze, das ist eine Sichtweise. Aber ich hätte viel lieber mein Originalgepäck.
Das kann ich mir vorstellen. Hoffentlich findet die Fluggesellschaft es bald und bringt es Ihnen. Das hoffe ich auch. In der Zwischenzeit werde ich wohl mit einer Garderobe ohne Knochen auskommen müssen. Nun, du siehst immer noch toll aus, auch ohne deine gewohnte Kleidung. Danke, das ist sehr nett von dir, das zu sagen. Ich versuche, die Situation positiv zu beurteilen. Gute Einstellung. Ich bin mir sicher, dass am Ende alles klappen wird. Lektion 23: Köstliche Rezepte. Dieses Rezept ist köstlich. Die Gewürze verleihen wirklich einen schönen Geschmack. Ich stimme zu. Die Gewürze ergänzen das Gericht perfekt. Hast du das Rezept für dieses Gericht? Ich würde gerne versuchen, es zu Hause zuzubereiten. Leider habe ich nicht das vollständige Rezept, aber ich kann dir die Hauptzutaten nennen. Das wäre toll. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, leckeren Rezepten zum Ausprobieren. Okay, schauen wir mal. Es hat Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten und eine Mischung aus Kräutern und Gewürzen. Das klingt nach einem guten Ausgangspunkt. Ich muss mit den Proportionen experimentieren. Auf jeden Fall. Das Würzen an ihren Geschmack anzupassen, gehört zum Spaß am Kochen. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Kochen ist eines meiner Lieblingshobbys. Ich auch. Es ist so befriedigend, etwas Leckeres von Grund auf neu zu kreieren. Absolut. Essen bringt Menschen auf so wunderbare Weise zusammen. Lektion 24: Brotpräferenzen. Bevorzugen Sie Vollkornbrot oder das normale Brot? Normalerweise nehme ich Vollkornbrot, aber ich kann auch ein gutes Weißbrot genießen. Mir geht es genauso. Vollkorn hat mehr Ballaststoffe und Nährstoffe, aber Weißbrot kann so weich und fluffig sein. Exakt. Das hängt wirklich vom Gericht und meiner Stimmung ab. Manchmal sehne ich mich nach der Herzlichkeit von Vollkornbrot und manchmal nach der Leichtigkeit von Weißbrot. Ich finde, dass Vollkornbrot besser für Sandwiches geeignet ist, während Weißbrot perfekt für Dinge wie Toast oder Brötchen ist. Das ist ein gutes Argument. Die Textur und Dichte des Brotes können das gesamte Gericht wirklich beeinflussen. Auf jeden Fall. Und natürlich ist das alles eine Frage der persönlichen Präferenz. Absolut. Es gibt kein richtig oder falsch, wenn es um die Auswahl von Brot geht. Einverstanden. Das Wichtigste ist, dass du genießt, was du isst. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Ich freue mich, eine Vielzahl von Broten zu entdecken. Ich auch. Es verleiht dem kulinarischen Erlebnis eine zusätzliche Ebene des Genusses. Lektion 25: Sehenswürdigkeiten von San Francisco. Toll, dass du eine Reise nach San Francisco planst. Besuchen Sie unbedingt die Golden Gate Bridge. Oh, absolut. Die Golden Gate Bridge steht ganz oben auf meiner Liste. Ich kann es kaum erwarten, es persönlich zu sehen. Und wenn Sie dort sind, sollten Sie unbedingt einige der fantastischen Meeresfrüchte probieren, die sie anbieten. Auf jeden Fall. Ich habe gehört,
dass die Meeresfrüchte in San Francisco phänomenal sind. Das ist es wirklich. Der frische Fisch und die Schalentiere sind einfach unglaublich. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Ich werde mich auf jeden Fall mit der lokalen Küche verwöhnen lassen. Du wirst es nicht bereuen. San Francisco ist eine so lebendige und wunderschöne Stadt. Das habe ich auch gehört. Ich freue mich sehr darauf, alles zu erkunden, was es zu bieten hat. Ich bin sicher, du wirst eine wundervolle Zeit haben. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Empfehlungen benötigen. Danke, das weiß ich zu schätzen. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich weitere Fragen habe. Hört sich gut an. Ich hoffe, du hast eine tolle Reise nach San Francisco. Lektion 26: Maximierung des kleinen Badezimmerraums. Anna, ich habe eine Idee, wie sich unser kleines Badezimmer geräumiger anfühlt. Oh, wirklich? Ich bin ganz Ohr. Wir könnten einige Regale und Schränke installieren, um Dinge aufzubewahren und so Platz auf der Theke freizugeben. Das ist eine tolle Idee. In einem kleinen Badezimmer ist es wichtig, Unordnung zu vermeiden. Exakt. Und wir könnten auch kreative Aufbewahrungslösungen wie Hängekörbe oder einen an der Wand befestigten Medizinschrank gebrauchen. Oh, ich mag die Idee eines Wandschranks. Das würde eine Menge Bodenfläche sparen. Absolut. Und wir könnten sogar ein paar dekorative Details hinzufügen, wie einige Pflanzen oder Kunstwerke, damit es sich einladender anfühlt. Wunderbar. Ich freue mich sehr darauf, diese Ideen auszuprobieren und zu sehen, wie viel geräumiger sich unser Badezimmer anfühlen kann. Ich auch. Ich denke, es wird einen großen Unterschied machen und das Beste aus unserem begrenzten Raum herausholen. Lektion 27: Den perfekten Standort wählen. Hey, hast du darüber nachgedacht, wo du leben willst? Das habe ich tatsächlich. Ich hoffe wirklich, einen Ort in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln zu finden. Das ist eine gute Überlegung. Ein einfacher Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln ist so wichtig. Auf jeden Fall. Ich möchte nicht ständig auf ein Auto angewiesen sein. Ich stimme zu. Und was ist mit der Nachbarschaft? Hast du darüber nachgedacht, in welcher Gegend du gerne leben würdest? Ich hoffe auf etwas mit einer schönen Mischung aus Wohn- und Gewerbegebieten, weißt du, mit Geschäften und Restaurants in der Nähe. Das klingt ideal. Eine begehbare Nachbarschaft wäre perfekt. Genau. Und ich würde auch gerne in der Nähe eines Parks oder einer Grünfläche sein, um etwas Zeit im Freien zu verbringen. Das sind alles fantastische Kriterien. Ich bin mir sicher, dass Sie den perfekten Ort finden werden. Ich hoffe es. Es wird einige Suchen erfordern, aber ich freue mich darauf, den richtigen Ort zu finden. Ich bin mir sicher, dass du auf etwas Großartigem landen wirst. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn Sie unterwegs Hilfe benötigen. Lektion 28: Wochenendpläne. Hey, was sind deine Pläne für das Wochenende? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich dachte darüber nach, etwas zu lesen und vielleicht ein bisschen im Haus aufzuräumen. Ah,
die klassische Wochenend-To-Do-Liste. Das kann ich nachvollziehen. Was ist mit dir? Hast du etwas Lustiges oder Aufregendes geplant? Nun, ich habe darüber nachgedacht, zu dieser neuen Kunstausstellung in der Innenstadt zu gehen. Hast du davon gehört? Nein, habe ich nicht. Worum geht es eigentlich? Es zeigt einige wirklich einzigartige und zum Nachdenken anregende moderne Kunstwerke. Ich dachte, es könnte interessant sein, es sich anzusehen. Das klingt faszinierend. Ich würde mich freuen, zu Ihnen zu kommen, wenn Sie die Firma mögen. Wirklich? Das wäre toll. Ich denke, es könnte eine unterhaltsame Art sein, den Nachmittag zu verbringen. Absolut. Ich bin immer bereit, neue Kunst und Kultur in der Stadt zu entdecken. Wunderbar. Dann sorge ich dafür, dass wir im Voraus Tickets bekommen. Lektion 29: Vielseitige Frisuren. Hey, ich wollte dich fragen, was hältst du von Bobs? Bobs? Du meinst die Frisur? Ich denke, sie können sogar ziemlich vielseitig sein. Wirklich? Ich dachte immer, sie wären nur für bestimmte Haartypen geeignet. Ganz und gar nicht. Egal, ob Sie glattes, gewelltes oder lockiges Haar haben, ein Bob kann funktionieren. Interessant. Das war mir nicht bewusst. Was macht sie so vielseitig? Nun, die Länge und Form können angepasst werden, um verschiedenen Gesichtsformen und Haartexturen zu schmeicheln. Das macht Sinn. Das ist also kein Patentrezept für alle? Exakt. Ein erfahrener Friseur kann einen Bob so anpassen, dass er zu Ihren einzigartigen Gesichtszügen passt. Das ist gut zu wissen. Ich habe über eine Änderung nachgedacht, war mir aber nicht sicher, ob ein Bob zu mir passen würde. Ich denke, du solltest es auf jeden Fall ausprobieren. Ich wette, es würde dir gut stehen. Vielleicht mache ich das. Danke für den Einblick. Es ist wirklich hilfreich. Lektion 30: Die Pracht des Grand Canyon. Anna, warst du schon einmal im Grand Canyon? Nein, habe ich nicht, aber ich habe gehört, dass es absolut atemberaubend ist. Das ist es wirklich. Die schiere Größe und Schönheit sind einfach beeindruckend. Das kann ich mir nur vorstellen. Ich habe Bilder gesehen, aber ich bin mir sicher, dass sie dem nicht gerecht werden. Absolut nicht. Am Rand zu stehen und die Weiten zu genießen, ist ein Erlebnis wie kein anderes. Ich verstehe, warum es ein so beliebtes Reiseziel für Besucher ist. Exakt. Der Grand Canyon erfüllt die Menschen mit einem Gefühl des Staunens und der Wertschätzung für die Natur. Ich wette, es wäre eine unglaubliche Reise. Ich würde gerne den Rand entlang wandern und die verschiedenen Aussichtspunkte genießen. Das ist eine fantastische Idee. Die Wanderwege bieten so viele Möglichkeiten, die Pracht des Canyons zu erkunden und zu genießen. Ich füge es definitiv zu meiner Reisebucketliste hinzu. Es scheint ein Ort zu sein, der einen bleibenden Eindruck hinterlassen würde. Das wird es auf jeden Fall. Der Grand Canyon ist wirklich ein Naturwunder, das jeder mindestens einmal erleben sollte. Lektion 31: Probleme mit der Wäsche.
Ich verachte es, Wäsche zu waschen. Es ist so eine zeitaufwendige Aufgabe. Ich verstehe deine Frustration. Wäsche ist eine nie endende Pflicht. Genau. Ich habe das Gefühl, ständig zu sortieren, zu waschen und zu falten. Ich weiß, es ist unerbittlich. Aber es ist leider ein notwendiges Übel. Einverstanden. Haben Sie Tipps, um den Prozess effizienter zu gestalten? Nun, versuchen Sie, den Überblick zu behalten und regelmäßig kleine Lasten zu erledigen. Das ist eine gute Idee. Es sich anhäufen zu lassen, macht es nur noch schlimmer. Absolut. Und behandeln Sie alle Flecken vor dem Waschen vor, um später Zeit zu sparen. Exzellenter Tipp. Den muss ich mir merken. Falten Sie außerdem Kleidung und legen Sie sie weg, sobald sie trocken ist. Das ist eine Angewohnheit, die ich entwickeln muss. Das würde so viel Zeit sparen. Auf jeden Fall. Kleine Schritte können bei Wäsche einen großen Unterschied machen. Du hast recht. Ich muss versuchen, einige dieser Strategien umzusetzen. Ich bin mir sicher, dass sie helfen werden. Wäsche macht vielleicht nie Spaß, aber es kann weniger lästig sein. Ich schätze den Rat. Alles, um diese Aufgabe überschaubarer zu machen. Lektion 32: Schlaflose Nächte. Hast du letzte Nacht gut geschlafen? Nicht wirklich, ich hatte Probleme beim Einschlafen. Oh, das ist bedauerlich. Was hat dich wach gehalten? Ich bin mir nicht sicher, mein Geist wollte sich einfach nicht beruhigen. Das ist das Schlimmste. Schlafmangel kann Ihren Tag wirklich beeinflussen. Absolut. Ich fühle mich heute ziemlich müde und träge. Es tut mir leid, das zu hören. Hast du irgendwelche Techniken ausprobiert, um deinen Schlaf zu verbessern? Ich habe versucht, vor dem Schlafengehen Entspannungsübungen zu machen und die Bildschirmzeit zu begrenzen. Das sind gute Strategien. Die Etablierung einer konsistenten Schlafroutine ist ebenfalls wichtig. Ja, ich habe gehört, dass das einen großen Unterschied machen kann. Ich muss da disziplinierter vorgehen. Die Mühe lohnt sich. Guter Schlaf ist so wichtig für unser Wohlbefinden. Du hast recht. Ich werde es in Zukunft stärker priorisieren müssen. Ich hoffe, du kannst dich bald gut ausruhen. Danke, ich weiß die Sorge zu schätzen. Es ist in Arbeit. Nun, ich bin hier, falls Sie weitere Ratschläge zum Thema Schlaf benötigen. Lektion 33: Geschwisterdynamik. Hey, hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Das ist nett. Ich bin ein Einzelkind, also habe ich mich immer gefragt, wie das ist. Es hat seine Höhen und Tiefen, um ehrlich zu sein. Das kann ich mir vorstellen. Wie ist die Dynamik zwischen dir und deiner Schwester? Nun, wir sind in vielerlei Hinsicht ziemlich unterschiedlich, aber wir stehen uns auch sehr nahe. Das ist interessant. Finden Sie, dass Sie aufgrund Ihrer Differenzen oft miteinander kollidieren?
Gelegentlich, aber wir haben gelernt, die Grenzen des anderen zu respektieren. Das ist gut zu hören. Es kann schwierig sein, sich in Geschwisterbeziehungen zurechtzufinden. Auf jeden Fall. Es erfordert viel Geduld und Kompromisse. Das kann ich mir vorstellen. Haben Sie das Gefühl, dass ein Geschwisterkind Sie in irgendeiner Weise geprägt hat? Absolut. Meine Schwester hat definitiv meine Persönlichkeit und meine Perspektiven beeinflusst. Das ist wirklich faszinierend. Ich frage mich, wie mein Leben anders wäre, wenn ich ein Geschwisterkind hätte. Es ist schwer zu sagen, aber ich bin mir sicher, dass es seine eigenen einzigartigen Herausforderungen und Belohnungen haben würde. Nun, ich freue mich, dass du und deine Schwester insgesamt eine gute Beziehung habt. Lektion 34: Sicherheit geht vor. Hey, hast du ein kleines medizinisches Set dabei? Ja, ich habe immer einen bei mir. Es ist wirklich hilfreich. Das ist eine tolle Idee. Was für Gegenstände bewahrst du darin auf? Bandagen, antiseptische Tücher, Schmerzmittel und ein paar andere wichtige Dinge. Das ist ein intelligentes Sortiment. Man weiß nie, wann man etwas brauchen könnte. Exakt. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein, besonders wenn man unterwegs ist. Ich stimme zu. Findest du, dass du das Kit oft benutzt? Nicht zu häufig, aber es hat sich ein paar Mal als nützlich erwiesen. Das kann ich mir vorstellen. Selbst kleine Verletzungen können ohne die richtige Ausrüstung problematisch sein. Absolut. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber es kann einen großen Unterschied machen. Ich muss mir überlegen, ein ähnliches Kit für mich selbst zusammenzustellen. Ich kann es nur empfehlen. Es ist eine einfache Möglichkeit, Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Das ist ein gutes Argument. Ich freue mich, dass Sie diesen nützlichen Tipp teilen. Natürlich. Sicherheit sollte immer oberste Priorität haben. Könnte nicht mehr zustimmen. Ich werde versuchen, ein medizinisches Set zusammenzustellen. Lektion 35: Hilfreiche Tipps. Das ist ein guter Vorschlag. Hast du noch andere Tipps für jemanden, der anfängt? Lass mich nachdenken. Nun, eine Sache, die mir geholfen hat, ist, Checklisten zu erstellen. Checklisten. Wie helfen die bei alltäglichen Aufgaben? Sie halten mich organisiert und sorgen dafür, dass ich wichtige Schritte nicht vergesse. Das macht Sinn. Ich neige dazu, mich auf mein Gedächtnis zu verlassen, aber eine Checkliste könnte zuverlässiger sein. Exakt. Es macht das Rätselraten überflüssig und spart auf lange Sicht Zeit. Das ist ein gutes Argument. Welche anderen Strategien würden Sie empfehlen? Ein weiterer Tipp ist, Erinnerungen auf Ihrem Telefon oder Kalender einzurichten. Auf diese Weise verpassen Sie keine Fristen. Ja, das ist eine kluge Idee. Benachrichtigungen können sehr hilfreich sein. Auf jeden Fall. Und haben Sie keine Angst, um Hilfe zu bitten, wenn Sie sie brauchen. Gute Entscheidung. Manchmal versuchen wir, alles selbst zu machen, aber ein bisschen Unterstützung kann viel bewirken. Absolut.
Durch die Zusammenarbeit mit anderen können Aufgaben viel überschaubarer werden. Ich freue mich, dass Sie diese praktischen Tipps teilen. Sie sind wirklich nützlich. Ich freue mich, dass ich einige hilfreiche Vorschläge machen konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Ratschläge benötigen. Wird reichen. Diese Ideen werden sich auf jeden Fall als nützlich erweisen, wenn ich mich neuen Herausforderungen stelle. Lektion 36: Der Vorteil von Holzsitzen. Hallo John, hast du von dem Vorteil von Holzsitzen in Ruderbooten gehört? Nein, damit bin ich nicht vertraut. Was ist der Vorteil des Holzsitzes? Offensichtlich haben Ruderer, die Holzsitze verwenden, tendenziell einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten. Interessant. Wie funktioniert das? Nun, die Holzsitze sollen es den Ruderern ermöglichen, reibungsloser hin und her zu gleiten, was ihre Effizienz verbessert. Ich verstehe. Die Holzsitze geben Ihnen also einen Vorteil gegenüber denen, die andere Sitztypen benutzen? Exakt. Die zusätzliche Rutsche und der Schwung der Holzsitze können im Rennen einen erheblichen Unterschied ausmachen. Das ist unglaublich. Ich wusste nicht, dass etwas so Einfaches wie das Sitzmaterial einen solchen Einfluss auf die Leistung haben kann. Es zeigt nur, dass selbst kleine Details im Leistungssport einen großen Unterschied machen können. Absolut. Beim Rudern geht es darum, jeden Aspekt der Ausrüstung und Technik zu verfeinern. Auf jeden Fall. Der Vorteil des Sitzes aus Holz ist nur ein Beispiel für die innovative Art und Weise, wie Sportler versuchen, sich einen Vorteil zu verschaffen. Es ist faszinierend, mehr über diese wenig bekannten Faktoren zu erfahren, die den Ausgang eines Rennens beeinflussen können. In der Tat. Der Sport steckt voller interessanter Erkenntnisse wie dieser, die es wert sind, erkundet zu werden. Ich stimme zu. Dies war ein sehr aufschlussreiches Gespräch über die Nuancen des Ruderns. Ich freue mich, dass ich diese wenig bekannte Tatsache mit Ihnen teilen konnte. Es zeigt nur, dass es in der Welt des Sports immer mehr zu entdecken gibt.